dann hätten wir unsere 3 Finalisten ja beisammen. Obwohl es natürlich keine Rolle spielt. Der Gewinnerentwurf steht ohnehin schon fest. Aber wenn morgen die Leute von der Glanz und Gloria kommen, dann müssen wir wenigstens so tun, als wäre es ein echter Wettbewerb. Das heißt, du entscheidest, welcher Entwurf gewinnt? Ich dachte, Marlene sucht sich ihr Brautkleid selbst raus. Ja, natürlich soll sie das. Aber da ich Marlene nun mal kenne, weiß ich, dass sie sich für den Entwurf auf dem gelben Papier entscheiden wird. Oder was meinst du? Ich weiß nicht. Mal schauen, was Marlene sagt. Hast du denn inzwischen rausgekriegt, welcher Designer dahinter steckt? Ich... nein. Apropos, wo ist der eigentlich? Rebecca, ich habe dich was gefragt. Was? Hast du eine Ahnung, wo der Entwurf ist? Nein, keine Ahnung. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist eine Katastrophe. Boris, wir vermissen einen Entwurf. Ja. Keiner verlässt hier das Gebäude und kein Fitzel Papier wird weggeschmissen, bis wir ihn gefunden haben. Halt, der Müll bleibt hier! Das ist doch lächerlich. Was soll denn so Besonderes an einem Entwurf sein, der auf einem Schmierzettel gekritzelt wurde? Dieses Kleid ist wie für Marlene gemacht und deswegen suchen wir jetzt alles ab, auch die Papierkörbe. Sie machen das. Boris? Na, stellen Sie sich nicht so an. Ich habe im Moment wirklich andere Probleme. Sie kümmern sich drum. Was ist denn hier los? Marlene, was warst du schon hier? Wir waren viel später verabredet. Ich hatte schon Hunger und... Kommst du? Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Was? Du tust mir jetzt einen Gefallen und hörst auf, hier rumzuschmachten. Ja, aber... Geh in mein Büro und warte, bis ich dich abhole. Da habe ich schon gesucht. Ja? Naja, doppelt hält besser. Hm? Das ist übrigens der Papierkorb, den dieses Model jetzt benutzt hat, um... Also wenn Sie sagen, Sie haben den schon, dann schaue ich doch mal da drüben. Hm? Ach, dieser verdammte Entwurf, der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Aber wir haben hier wirklich überall gesucht. Ja, hier und unten. Dann suchen Sie jetzt noch mal. Sie ist ein, Tanja. Der Entwurf ist weg. Und so gut war er jetzt auch wieder nicht. Doch, das war er. Das ist das perfekte Kleid und ich weiß, dass Marlene sich dafür entscheiden wird. Ja, aber das geht jetzt halt nicht mehr. Jetzt pass mal auf, ich habe schon auf die Schlagzeile verzichtet, dass die Ex-Geliebte das Brautkleid für ihre Schwägerin entwirft. Und jetzt will ich einen Entwurf, der so gut ist wie das, was du gemacht hättest. Ups. Das glaube ich nicht. Deine Abteilung ist ein Schweinestall. Aber ich will keine Entschuldigung hören. Bis morgen früh habe ich eine Reimzeichnung davon auf meinem Tisch. Ach, und Rebecca, ab sofort bist du für die 3 Finalisten verantwortlich. Und wenn auch nur ein Fitzelchen Papier fehlt, dann wirst du dir wünschen, du hättest New York nie verlassen. Räum diesen Saustall hier auf. Standing in the welfare lines. And nothing left to... Marlene, was soll das? Erst willst du unbedingt mit mir essen gehen und jetzt hast du keinen Hunger. Ja, mein Gott, ich muss ja noch ins Brautkleid passen. Von wegen. Es ist wegen Rebecca, nicht wahr? Du hast sie vorhin gesehen und jetzt kriegst du keinen Bissen runter, weil du dich die ganze Zeit fragst, ob du noch auf sie stehst. Das ist Blödsinn. Ich bin einfach
war nur traurig wegen Arno. Och, Marlene, der Mann war alt. Da stirbt man schon mal. Tanja, du bist mal wieder reichlich geschmacklos. Nicht ablenken. Also, was ist jetzt mit Rebecca? Hallo, ich habe Augen im Kopf. Und dein Blickfang war eindeutig. Da ist überhaupt nichts. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, dass Tristan endlich aus New York zurückkommt. Weil ich ihn liebe. Wer schreibt dir eigentlich immer diese kitschigen Texte? Okay, ist deine große Liebe zu Tristan auch der Grund, warum du es nicht geschafft hast, Rebecca zu sagen, dass du sie nicht liebst? Ich habe es ihr gesagt. Going to the end of the line. It's what you never do, no, no. You're part of the class you love. Ich sehe es genau vor mir. Ich will Blumen in weiß, in rosa, in blau und dieses Kleid. Es muss einfach ein Traum sein. Ich wünsche mir so sehr, dass ich es sehe und weiß, das ist mein Kleid. Ja, und wenn nicht, dann tust du wenigstens so morgens die Presse da. Willst du mich gerade darauf vorbereiten, dass bei den Entwürfen nichts Gutes dabei ist? Vertrau mir. Es ist was Gutes dabei. Und ich weiß genau, für welchen der 3 Finalisten du dich entscheiden wirst. Bist du aus dem Bett gefallen? Ich dachte, ihr Bühnenschlampen schlaft immer bis mittags. Du hast mir das perfekte Brautkleid versprochen. Glaubst du wirklich, dass ich auch nur ein Auge zukriege? Marlene, bei so viel Begeisterung könnte ich fast denken, dass du dich mit deiner eigenen Vorfreude überzeugen willst. Fängst du schon wieder damit an? Ich sag dir nur, Zeigst du mir jetzt die Entwürfe, oder muss ich dich erst zwingen? Also gut. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass bei so vielen Einsendungen sowas Geniales dabei sein wird. Ja. Sie sind hübsch. Hübsch. Hast du nicht gesagt, dass es 3 Finalisten gibt? Das sind doch auch 3 Finalisten. Marlene, ich muss mal kurz was klären. Ich bin gleich wieder da. Okay, kommen wir zum Punkt. Der Entwurf Ist von dir, das ist mir schon klar. Ich wollte ihn nie in den Wettbewerb geben. Das war ein Versehen. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck wir stehen, oder? Elisabeth hat sehr deutlich gemacht, dass unsere Zahlen nicht reichen. Das heißt, ich brauche PR mit einem Kleid, nach dem die Fachpresse sich den Hals verrenkt. Dein Kleid. Es tut mir leid, aber wenn ich mir vorstelle, dass Dann Marlene in stell es dir nicht vor. Und jetzt her mit dem Entwurf. Den habe ich verbrannt. Du hast was? Es war mein Entwurf. Du zeichnest ihn nach, aus dem Gedächtnis. Es tut mir leid, aber ich kann mir das Kleid nicht mehr vorstellen. Ist es dein letztes Wort? Die Präsentation findet ohne mein Kleid statt. Ich hole mir nur noch schnell einen Kaffee. Das ist doch eine Riesenchance. Ich meine, wer bitte ist so blöd und zieht seinen Entwurf zurück? Habt ihr so fiese Knebelverträge? Nicht fieser als anderswo. Also gut, eins von den beiden. Weißt du, ich hatte gehofft, dass ich das Kleid sehe und bam, ich weiß genau, dass ich in keinem anderen Kleid vor den Altar treten will. Als ob ich mich verliebe. Ich sehe es nicht, ich weiß genau. Ach, Marlene, wenn du mit deinem Kitschroman fertig bist, sag Bescheid. Was musstest du auch auf diesen Wettbewerb bestehen? Rebecca hätte dir das perfekte Kleid designt. Das ist keine Option. Rebecca hat Liebeskummer und wir müssen alle auf rohen Eiern um sie herumtanzen. Tanja. Pass mal auf, wir können diese ganze Kampagne noch ändern. Rebecca arbeitet für mich, sie muss tun, was ich ihr sage. Rebecca muss überhaupt nichts tun, was sie nicht will, sonst bekommst du ein Problem mit mir. Das hat sich nicht geändert. Aber Du lässt Rebecca in Ruhe. Mein Gott, das ist nur ein Hochzeitskleid. Nicht immer zu den beiden. Die sind ja auch wirklich hübsch. Cooler Typ, oder? Okay. Wie läuft euer Brautkleid-Casting? Naja, eigentlich ganz gut. 2 Entwürfe sind sogar richtig hübsch. Hübsch. Naja. Keins der Kleider ist das Richtige und Marlene ist so unglücklich. Aber Mann, ich habe das doch einfach nur so hingekritzelt. Vielleicht findet sie es auch gar nicht toll, weil... Moment mal. Du hast auch einen Entwurf eingereicht. Ja, aber das war aus Versehen. Ich habe von Marlene geträumt.
in diesem Kleid. Aber Du willst nicht, dass sie darin Tristan heiratet. dabei dachte ich, ich bin über sie hinweg. Ich habe von ihr verlangt, dass sie es ausspricht. Dass sie mich nicht liebt. Und sie hat es ausgesprochen. Ja, du, aber vielleicht ist es dann ja wirklich das Beste, wenn du dir einfach eine Schocktherapie gibst. Guck mal, du designst das Brautkleid, in dem sie deinen Bruder heiratet. Gibt's was Schlimmeres? Ja, aber wir müssen uns jetzt aus dem Weg gehen. Du musst ja hier auch nicht sagen, dass du das Kleid entworfen hast. Es auszuschweigen darf nicht mehr fehlen. Ich kann es noch so gut beschreiben. Es wird niemals so blind, so wie deine Nacht meinen Tag unbeschwert überragt. Nimmt dein Leben das meine in die Ewigkeit und fragt, was ist jetzt Träne und was Regen, wenn uns das Leben so liebte, warum dann diese Szene von Tränen und Regen, in der ich heute Nacht ganz weit raus, so durch 10.000 Tagträume gehe. Jedes Wort, jede Sekunde, wie Feuer ungefähr. Ich will leben, doch am Grunde versagt man selbst schwer und ganz offen gesagt. Verstehen Sie das? Nee. Ah, Marlene von Landstein. Das ist ein spannender Moment für Sie. Wie fühlen Sie sich? Ich bin mir ganz sicher, dass mein Kleid dabei ist. Das ist sehr schön. Was machen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Naja, bis aufs Kleid soweit abgeschlossen. Na, das ist ja recht. Was hat das zu bedeuten? Marlene war so unglücklich über ihre 2 Entwürfe und ich Ach, wow. Die scheint es ja so richtig. Sie wird nicht erfahren, dass der 3. Entwurf von mir ist. Wie stellst du dir das vor? Der Sinn dieses Wettbewerbs ist es, unbekannte Designer bekannt. Unbekannt. Eben. Offiziell kannst du mich der Presse gar nicht präsentieren. Also lass dir was anderes einfallen. Das ist meine Bedingung. Also gut. Herzlich willkommen zu der Präsentation unseres Nachwuchsdesigner-Wettbewerbs. Darf ich bitte Anna Marbeck und Alexander Liebermann zu mir bitten, deren Entwürfe es in die letzte Runde geschafft haben? 2 Designer, 3 Entwürfe? Ja, in allerletzter Sekunde ist ein anonymer Entwurf eingegangen, der so gut ist, dass ich ihn der Braut nicht vorenthalten kann. Danke. Bitteschön. Oh mein Gott. Und, Marlene? Wir sind alle sehr gespannt, für welches Kleid du dich entscheiden wirst. Für das Kleid des anonymen Designers. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Frau von Landstein, können Sie unseren Lesern erklären, warum es gerade dieses Kleid ist? Es ist ein Gefühl. So als hätte der Designer genau gewusst, wie ein Kleid aussehen muss, damit es für mich perfekt ist. Als hätte er in meine Seele geblickt.